Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video und eigentlich so fast dem ersten richtigen Video vom FEC 2025 Server. Ja, was heißt richtiges Video, aber halt, ihr wisst es selber, es kam mit sehr viele Streams, also Stream-Aufzeichnungen, Stream-Highlights, whatever. Was halt auch hauptsächlich daran lag, dass ich eigentlich seit Beginn des Servers unfassbar viel gestreamt habe, viel mehr als ich sonst jemals streame. Und entsprechend auch nicht so viel Zeit für Videos hatte, weil ich meine, wenn ich jeden Tag... Ich will den Durchschnitt der letzten 2 Monate echt nicht wissen und wir haben jetzt auch ziemlich genau 2 Monate seit Serverstart. Bestimmt im Schnitt über 7 oder 8 Stunden gestreamt. Und mein Urlaub ist schon seit einem Monat vorbei und ich habe trotzdem relativ hohe und lange Streaming-Zahlen noch weitergemacht und entsprechend kam halt dann natürlich sehr viel vom Stream, weil ich ja doch einfach alles im Stream gemacht habe, alle Upgrades und so weiter. Und entsprechend dann eben, wie gesagt, eigentlich keine wirkliche Zeit mehr gehabt für, in Anführungszeichen, richtige oder andere, normale, wie auch immer, Videos. Aber so langsam wird es Zeit, wieder ein bisschen runterzufahren. Ich habe es jetzt heute wieder nicht geschafft, weil es das Ende vom XP-Event war. Also ging es heute auch wieder bis 3:30, von einem Sonntag auf den Montag. Ja, aber so die nächste Zeit werde ich probieren, dass es zumindest wieder ein bisschen... Also teilweise werde ich probieren, auch früher anzufangen wieder. Und dann, dass es auch nicht immer so spät wird. Und wie gesagt, auch die Zahlen an sich einfach, also die Zeiten, besser gesagt, wieder etwas normalere ja, Bedingungen annehmen. Fand es jetzt aber tatsächlich mal ganz cool, so ein bisschen so all-in zu gehen und ja, gefühlt nichts anderes zu machen. Aber so langsam muss ich sagen, ist auch ein bisschen die Luft raus. Ich denke, man merkt es auch. Ich merke es auch bei vielen anderen Leuten. Gestern wollte einer seine ganzen Sachen verschenken, weil er schon keine Lust oder keine Zeit mehr hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was da der Grund war. Und ich denke, viele Leute haben ja jetzt auch schon Maximallevel erreicht. Jetzt war schon wieder ein XP-Event. Das 4., glaube ich, insgesamt. 4. oder 5. gefühlt schon. Ich glaube, es war das 4. Fühlt sich aber gefühlt schon an wie das 5. In 2 Monaten so viele XP-Events, auch sehr ungewöhnlich. Gut, ein zusätzliches war tatsächlich eine Entschädigung. Das war kein richtiges XP-Event, kann man sagen. Aber alles in allem war das jetzt schon eine coole Zeit. Aber wie gesagt, so wollen wir wieder ein bisschen runterfahren. Und wie ihr es gesehen habt, ich bin jetzt ja schon Level 165. Und wie ihr es auch schon sehen könnt, bin ich jetzt auch am Master grinden. Endlich kann man sagen. Wollte jetzt eigentlich auch schon vor ein paar Tagen anfangen. Hab dann jetzt aber noch einen Fokus auf meinen AM gelegt, dass ich den auch mindestens auf 155 mache und mit ihm die Wilds Quest fertig mache und damit für ihn auch jetzt eigentlich komplett fertig bin. Das Einzige, was bei dem noch fehlen würde, wäre die Herneos Quest. Aber den Charakter jetzt noch auf 160 zu ziehen, würde bedeuten, dass ich noch, keine Ahnung, 1-2 Wochen jeden Tag Envy-Deaths farmen müsste. Erstens habe ich keine Pet-Feedbacks mehr. Der einzige Grund, warum ich Envy-Deaths überhaupt farmen konnte. Crit-Rate Pet plus Pet-Feedback plus Pet-Grace. Anders hat es ja nicht funktioniert, habe ich ja ausprobiert. Ohne die Feedback, Crit-Rate, Whatever-Taktik hat es ja nicht wirklich gut hingehauen. Da waren die XP eher so, naja. Und die Anzahl der getöteten Monster war auch eher so, naja. Aber mit dem Feedback und dem Crit-Rate-Pad hat es ganz gut funktioniert. Habe jetzt aber, wie gesagt, kaum noch Feedbacks, also es würde sowieso ins Wasser fallen. Und 4 Level ist echt viel. Also das sind, keine Ahnung, fast 30 Envy-Runs oder so. Also 30 Stunden. Oder ich glaube sogar mehr. Also ziemlich viel. Na, es wären mehr. Es wären ja so 40 bis 50, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ziemlich viel. Und ist ja klar, dass ich das jetzt dann auch nicht mehr machen will, weil für mich ist halt immer so, wenn ein Charakter keine XP mehr bekommt, und das wäre halt mein Jester, weil er eben Maximallevel hat, dann, weiß ich nicht, dann sehe ich das Leveln so nicht als sinnlos an, aber es fühlt sich einfach falsch an, wenn nur ein Charakter XP bekommt und der andere nicht. Ich habe das schon immer gehasst, ja, auch in Flive PC habe ich das immer gehasst, wenn es solche Situationen gab. Gut, Flive PC mit Flive Universe zu vergleichen ist ein bisschen, naja, fangen wir gar nicht erst damit an. Aber vom Ding her bin ich davon einfach kein Fan. Und genau das würde aber passieren, weil mein Jester hat jetzt schon fast 40% auf 165. Und die kriegen tatsächlich lustigerweise fast die gleichen XP oder ähnliche XP. Also der M kriegt irgendwie nur 1,5% mehr oder so pro Envy Run oder vielleicht knapp, lass es 3% sein, ist egal. Also ich wäre instant bei 99,99 und der M hätte maximal ein Level gemacht. Und ja, dann müsste ich halt noch 3 Level für den M pushen mit dem Jester bei 99,99 und wie gesagt, das finde ich irgendwie sinnlos. Außerdem verdient man in Envy-Deaths auch echt schlecht Geld, beziehungsweise es ist halt extrem vom Glück abhängig.
In der Regel ist es ja nicht so gut. Gut, Master-Level zugegebenermaßen, vor allem im Low-Master-Level. Da verdient man jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Geld. Aber es macht zumindest wieder ein kleines bisschen mehr Spaß, kann man sagen. Und ist einfach wieder ein bisschen was anderes. Genau, zum Master wollte ich ja jetzt gleich noch was sagen. Das allererste ist noch, wie es denn jetzt so weitergeht oder was denn so der aktuelle Stand vom Equipment und so weiter ist. Und das Traurige ist, am Equipment hat sich tatsächlich in den letzten 1,5, 2 Wochen nichts mehr geändert. Also es wird immer wieder gefragt, so was denn jetzt so ansteht, was der nächste Plan ist und so. Aber das Problem in Flive ist, und das müsste eigentlich auch jeder wissen, der das Spiel schon gespielt hat, also Flive PC war da auch keine Ausnahme, es war schon immer so, seit ich das Spiel spiele, ist es schon so gefühlt. Man braucht Geld. Ohne Geld kannst du in dem Game nichts machen. Also Penya, besser gesagt. Und leider läuft es momentan nicht so gut. Also ich hatte diese Woche, also die vergangene Woche hatte ich einen Drop über 100 Mio. Das war ein Bloody Stick, den habe ich literally gestern bekommen. Und das war der einzige Tag, an dem ich mehr als 100 Millionen Penya gemacht habe. An jedem anderen Tag war es unter 100 Millionen und an manchen Tagen sogar nicht mal 50 Millionen. Und ja, damit kann man nichts machen. Also ich meine, damit ist kompletter Stillstand. Ich konnte mir die ganze Woche über, ich glaube, ich weiß gar nicht, 40 S-Product kaufen oder so, also irgendwas im 500-600 Mio-Bereich, so roundabout. Und das war's. Und ich sammle halt gerade S-Product um mein Dusakas Crystal Jojo, das ich gekauft habe, für den Coral Cutlass, also für das Sword of Fairness, wird auch andauernd gefragt. Sword of Fairness verkauft für 2,6, Dusakas Crystal Jojo gekauft für 3,3. Das Geld ist also auch schon lange weg. Das ist auch schon wieder, ich meine, der Coral Cutlass, Sword of Fairness, das war vor 2 Wochen. Das Dusakas Crystal Jojo habe ich 2 Tage danach gekauft. Das ist auch schon wieder fast 2 Wochen her. Also es ist alles auch schon wieder so lange her, aber seitdem kam leider auch wirklich nicht mehr viel. Und ich meine, hat sich zwar so ein bisschen als Running Gag etabliert, aber so langsam nervt es mich auch ein bisschen. Es ist halt einfach ein konstantes Problem, dass du immer wieder neues Geld brauchst. Ich meine, klar, du kaufst dir irgendwas oder du droppst irgendwas Gutes, keine Frage, aber du benutzt dieses Penya und kaufst irgendwas, aber solange du halt noch nicht fertig bist und so, musst du halt immer weiter kaufen. Du kaufst das eine, ja, dafür brauchst, also du kaufst eine Waffe zum Beispiel, ja, die musst du aber upgraden. Oder auch mein Schmuck und so weiter fehlt auch noch. Also ich brauche eigentlich konstant neue Kohle, bis hier irgendwann mal alles fertig ist. Ich meine, dann wäre es mir theoretisch egal, ob ich was droppe, was ich droppe oder wie viel Geld ich mache. Na gut, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich kann da mein Glück nicht beeinflussen. Wenn ich das könnte, wäre ich der reichste Spieler im Spiel. Aber ja, das ist halt so momentan ein bisschen das Problem. Und wenn halt keine Drops kommen, dann ist halt absolut nichts. Dann passiert halt nichts und dann, ja, kann ich auch nicht weitermachen. Und deswegen laufe ich immer noch mit Bloody Jojos rum, obwohl ich schon seit fast 2 Wochen ein Dusakas Crystal Jojo besitze. Aber ja, so ist das halt, wie gesagt, weil wenn ich es nicht auf Ultimate machen kann, wenn ich es nicht wirklich upgraden kann, dann bringt so ein Crystal Jojo halt nichts. Eine Waffe mit 10/10 ist halt schon wichtig für den Damage. Und vor allem bin ich auf jeden Fall auch auf den Lifesteal ein bisschen scharf geworden, muss ich sagen. Sagen zwar ein paar Leute, dass man eigentlich Lifesteal als Jojo-Chester gar nicht braucht. Habe jetzt schon 2-3 Mal gehört. Wegen Enchant Absorb. Ich finde es jetzt im Low-Level natürlich ist es auch überflüssig, keine Frage. Aber im High-Level fand ich es jetzt tatsächlich gar nicht, oder auch in Bossfights fand ich es jetzt tatsächlich gar nicht so überflüssig. Also allein bei Kriton, wenn ich das sehe, Enchant Absorb prockt halt doch nur bei jedem 3., 4., manchmal 5. Auto-Attack. Wenn der Kriton mir in der Zeit 3 Schäden gibt, bin ich tot. Außer ich heal die ganze Zeit. Also, keine Ahnung. Ja, und lauter solche Sachen einfach. Deswegen ist so ein bisschen nicht viel passiert eigentlich so. Also, ich weiß gar nicht, was das letzte Equipment-Upgrade war, ehrlich gesagt. Mein Corena-Set plus 10 vielleicht, aber es hat halt nicht wirklich was geändert. Das habe ich auch nur für Kriton, nur für Bosse gemacht. Das benutze ich eigentlich gar nicht, das Set. Ich benutze ja die ganze Zeit das Fennia-Set. Und das war es eigentlich. Also ansonsten ist jetzt in der letzten Zeit echt nicht viel passiert. Und das liegt halt einfach daran, dass einerseits das Jojo natürlich so teuer war und jetzt mir halt einfach das Geld für die Upgrades fehlt und vor allem, wie gesagt, die vergangene Woche, wir leider wieder eine sehr schlechte Woche, weil, wie gesagt, das einzige Item, was überhaupt mal ein bisschen Kohle reingespült hat, war jetzt ein Bloody Stick und ich meine, den habe ich für 10 S-Projects verkauft, das war jetzt auch nicht so gewaltig. Und ja, das heißt, ich bin immer noch in der S-Project-Ansammlungsphase. Außerdem, beim Dusakas Crystal Jojo, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, beim Socken, hatte ich ja ein bisschen Glück. Das war natürlich extrem nice. Allerdings war es ein bisschen blöd, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich Glück habe, weil die letzten Upgrades, vor allem was mein Set anging, eher nicht so gut liefen.
Eigentlich alle meine Sets. Also Corina Set plus 9 Upgrade lief schlecht, Fenrir Set plus 9 Upgrade lief schlecht, also beides über dem Durchschnitt. Und Corina Set plus 10 Upgrade war auch über dem Durchschnitt. Also ich hatte jetzt die Set-Upgrades echt immer sehr negativ wahrgenommen, aber nicht nur wahrgenommen, sie waren auch negativ. Es war immer über dem Durchschnitt, über dem Erwartungswert. Also das ist literally negativ. Darf man ja nicht mehr sagen. Sobald man einmal Glück hatte in Flive, sagen alle, oh, du beschwerst dich nur. Darf man nie wieder sagen, dass man mal Pech hatte. Leider. Jedenfalls ist es so, dass es halt immer ziemlich schlecht lief und beim Sagas Christio bin ich halt auch davon ausgegangen, naja, dass es auf jeden Fall nicht so gut läuft, ne? Wie es eben lief. Es lief extrem gut. Hab leider aber alle meine Smelling-Scrollboxen geöffnet und mir nur G-Product geholt. Jetzt habe ich auf der Bank 70 G-Product oder so, die ich nicht gebraucht habe. Ja, alle meine Smelling-Scrollboxen dafür verschwendet. Da hat man einmal Glück, wo man nicht damit rechnet oder wo man halt wirklich dafür, also du gehst sonst immer vom Durchschnitt aus oder ich gehe immer vom Durchschnitt aus. Hat keinmal geklappt, bin dann immer mit 50 Millionen Penya irgendwo rumgelaufen, habe ums Verzweifelte irgendwie noch probiert, S-Projects zu horten, musste teilweise Kriton oder Bossfights dann immer noch mit dem Set plus 8 machen, weil ein Teil immer noch plus 8 war und ich es nicht plus 9 bekommen habe und einmal ein Geld dafür ausgegeben habe, es war trotzdem nicht plus 9 und es war über Erwartungswert. Und all diese negativen Erfahrungen beim Upgraden und da hast du einmal Glück und dann machst du es in dem Fall dann wirklich genau falsch. Das ist schon ein bisschen ärgerlich gewesen. Ist jetzt alles in allem nicht so schlimm. Aber auch da hätte mich mir vielleicht noch ein paar S-Projects geholt. Eigentlich habe ich gesagt, das mache ich nicht, aber auch für A-Projects, falls jetzt am nächsten Wochenende Schmuck-Upgrade-Event kommt, wäre es auch ärgerlich, dass ich dann da keine zusätzlichen A-Projects mehr holen kann. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich befinde mich in der S-Product Ansammlungsphase für das Sagas Christio, damit ich das plus 10 machen kann, damit ich das Ultimate machen kann. Und dann auch endlich mal benutzen kann. Und wollte dieses Mal es auch nicht so machen, dass ich, wie es jetzt mit den Sets gemacht habe, die Sets wollte ich halt benutzen. Das waren ja auch wirklich Game Changer. Das Corina-Set habe ich für Kriton zwingend gebraucht. Oder was heißt zwingend, aber naja, ehrlich gesagt schon. In meinen Augen zumindest zwingend gebraucht. Das Fenrir-Set hatte ich zum Leveling gebraucht und so weiter. Das waren alles so Upgrades. Ich meine, das musste ich machen. Beim Sagas Christio, vor allem jetzt, wo ich nur noch so Master-Level und so, ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich das jetzt oder später habe. Ich meine, eigentlich brauche ich es überhaupt nicht mehr. Eigentlich könnte ich es auch wieder verkaufen, weil ich bin jetzt mehr oder weniger erstmal fertig bis zum Update. Mit allem drum und dran. Und genau, da war es ein bisschen anders. Da war ich so ein bisschen gezwungen, es zu upgraden. Deswegen war es immerhin so Etappen, plus 8, plus 9 und irgendwann dann plus 10 und so weiter. Jetzt dann halt auch eben ein Gold. Und beim Sagas Christio wollte ich es jetzt aber dann im einen Zug mal durchschaffen. Aber wie gesagt, auch da gehe ich jetzt eher wieder von Pech aus. Vor allem, weil das letzte Upgrade lief gut. Da muss man eigentlich davon ausgehen, dass das nächste wieder schlecht läuft. Und ich weiß gar nicht, der genaue Erwartungswert von 8 auf 10. Also ich würde 8 mit S-Project Low probieren diesmal, zum ersten Mal. Und dann quasi nur von 8 auf 10, also von 8 auf 9 und von 9 auf 10 machen. Und ich weiß gar nicht, was der genaue Erwartungswert wäre, von 8 auf 10 zweimal mit normalem Upgrade und Element-Upgrade. Aber ich glaube, es müssten jeweils so knapp 45 oder unter 45 sein. Also mal 2 dann quasi. Das heißt eigentlich unter 100 S-Product. Ja, eigentlich sogar in Anführungszeichen deutlich unter 100 S-Product. Ich gehe aber natürlich, wie gesagt, vom Schlechten aus und deswegen bin ich gerade eher dabei, so 120, vielleicht sogar 140 zu kaufen. Ja, und ich habe, glaube ich, jetzt 100... Also ich habe auf jeden Fall schon die 100, also ich könnte es probieren. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass es dann wieder nur für plus 9 reicht und dann wieder nicht geht. Und dann hocke ich wieder da mit 17 Millionen Penya, so wie jetzt gerade im Inventar. Und kann mir gerade ein S-Projekt kaufen, macht dann noch einen Lucky Try, der dann auch wieder nicht klappt. So wie das beim Corina-Set auf 9 war. Genauso war es da und es hat eben nicht funktioniert. Und das hasse ich eigentlich. Also wer mich schon länger kennt, der weiß, ich kaufe immer so viele Sachen, dass es klappen muss. Egal wie viel Pech du hast, es reicht trotzdem für plus 10. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, die gesamte FEC-Zeit nicht gemacht, weil es immer so dieses auf Krampf upgraden war, dieses, ich muss jetzt das schaffen, ich muss jetzt dieses Set ausrüsten, ich muss das haben, ich muss jetzt alles all in gehen und ich muss einfach hoffen, dass es reicht. Und das hasse ich eigentlich, weil dann am Ende ist man immer nur unzufrieden, weil es eben nicht geklappt hat. Klar ist man unzufrieden, wenn man Pech hat, egal wie es ist. Aber wenn ich unzufrieden bin, weil ich Pech hatte, ist es immer doch was anderes, wie wenn ich unzufrieden bin, weil ich Pech hatte und ich habe nicht mal das bekommen, was ich eigentlich wollte und mein gesamtes Geld ist auch noch weg. Weil dann bist du richtig pisst. Und ja, das will ich halt vermeiden. Und dann kommt noch das nächste Problem.
Wenn dann die Waffe tatsächlich Ultimate ist und in Anführungszeichen golden, ist ja egal, da musst du noch die Ultimate Rerolls machen. Vor allem die goldenen, weil wenn du eine goldene Waffe hast, sind ja die Stats besser. Das heißt, da musst du auch die Base-Stats rerollen, weil du ja bessere Stats bekommen kannst bei einer goldenen Waffe versus einer nicht goldenen Waffe. Und auch da ist es dann wieder so, Ultimate Power kostet 300 F-Coin each. Gut, es ist nicht so teuer. Ultimate Bonus kostet 1000 F-Coin each. Das ist ziemlich teuer. Und man rerollt in der Regel jetzt auch nicht nur einmal, sondern, naja, man sollte schon davon ausgehen, dass man hier und da auch wieder nicht unbedingt Glück hat. Also ich würde mal sagen, so 10 Rerolls jeweils sollte man schon wahrscheinlich einplanen. Dann bist du auch wieder bei 19.000 F-Coin. Wo zum Teufel soll ich 19.000 F-Coin herbekommen, wenn ich in 7 Tagen einen Bloody Stick droppe und sonst nur kleinen Scheiß, der nichts wert ist, also unter 100 Mio, nahezu nichts quasi. Damit kann man sich keine 19.000 F-Coin kaufen. Ist einfach so. Und deswegen ist momentan so ein bisschen, ja, die Luft raus, sag ich mal. Und ich rette mich jetzt sozusagen ins Master-Grinden endlich, was zumindest wieder ein bisschen der Lichtblick ist. Du machst jeden Tag Progress, du machst jeden Tag Level-Ups, du verdienst irgendwann vielleicht auch mal wieder sogar vielleicht mehr Penya als jetzt die letzten Zeit im Herneos-Dungeon oder im Endgame, wo meine Killtime dann auch langsam echt nicht mehr so gut war. Wie gesagt, kein voller Ultimate-Schmuck und so. Merkt man schon. Bloß ich war jetzt mit 165 oft noch in Herneos Dungeon, teilweise 3 oder 4 Level über den Monstern. Zwar oft nur zum Party ziehen und so, also nicht zum Leveln, aber trotzdem, auch da machst du natürlich effektiv eigentlich kein Geld, nicht wirklich zumindest. Ich meine, immer noch besser als Envy Deaths tatsächlich teilweise. Wie gesagt, Envy Deaths kommt immer drauf an, wie es läuft. Manchmal droppt man halt nur 2 Jewel-Boxen und dann macht man dem auch keine Kohle. Und ja, das war so das Problem. Aber ja, alles in allem war das so das Update. Was will der Typ von mir? What the fuck is he doing? Was momentan so abgeht, also Maximallevel, du sagst Crystal Jojo ist am Start, aber braucht noch Geld zum Upgraden. Wir fangen mit Master an und Streaming wird wieder ein bisschen runtergefahren und vielleicht wieder ein bisschen mehr Videos. Ich habe auch schon seit 2 Monaten tatsächlich nicht mehr auf YouTube-Kommentare geantwortet, weil ich sie auch legit nicht gelesen habe, muss ich sagen. Kommt jetzt dann bald wieder und ja, muss jetzt wieder so ein bisschen, wie gesagt, mal anfangen, wieder so ein bisschen geregeltes Leben an den Start zu kriegen, weil eben, wie gesagt, die letzten 2 Monate eigentlich gefühlt nur gestreamt und Flive gezockt und sonst gefühlt gar nichts gemacht. Nicht richtig zumindest. Und natürlich arbeiten. Und ja, das war cool, aber geht natürlich nicht auf immer so weiter. Und wie gesagt, ich merke auch bei euch sozusagen, dass bei einigen, naja, bisschen auch der Grind, der Hype so ein bisschen weg ist. Man liegt vielleicht auch am Wetter momentan, diese Hitzewelle. Oder gut, das heißt Hitzewelle, aber es ist halt recht erdrückend warm. Viele Leute sind wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so viel zu Hause und gehen mal wieder raus an die frische Luft und so und machen halt Sommeraktivitäten. Und ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Aber ja, das war so ein kurzer Überblick. Ich weiß nicht, wie lange ich mit dem S-Projekt noch brauche. Ich meine, wie gesagt, ich kann es nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass es jetzt dann diese Woche, also ich meine, diese Woche wird es auf jeden Fall gehen. Die Frage ist halt noch, upgrade ich dann trotzdem oder probiere ich halt noch ein paar Ultimate Rerolls zu kriegen und so weiter. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich schon ein harter Fan von Lebensentzug bei jedem Schlag und nicht nur bei jedem x-ten Schlag mit Enchant Absorb. Beim Leveln, wie gesagt, ist es jetzt wahrscheinlich kein so großes Problem. Für Bosse halt irgendwie schon. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was rerollt man überhaupt. Ich meine, wenn du jetzt einen perfekten ATK und PvE-Roll hättest zum Beispiel, nur als Beispiel, egal wie unwahrscheinlich das ist, würde man den wirklich wegrollen oder würde man dann sagen, ach okay, vielleicht passt es doch mit Enchant Absorb. Oder du kriegst im First Try HP stehen und ATK oder so. Das weiß man ja alles nicht, ne? Das ist alles so wieder abhängig und da ist halt die Frage, naja, wie macht man es dann? Muss ich gucken. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte mir idealerweise schon vorgestellt, direkt plus 10 Ultimate und direkt rerollen. Aber realistisch gesehen, vor allem mit dem Hinblick auf jetzt die letzte Woche, ich meine, letzte Woche war wieder eine sehr schlechte Woche, die Woche davor war sehr gut mit dem Sword of Fairness zu Beginn der vorletzten Woche quasi war das. Hoffentlich wird diese Woche auch wieder gut. Oder zumindest mittelmäßig, sagen wir es mal so. Ich meine, was mich halt bei Kriton so frustriert, und das verstehen halt auch einige Leute nicht, ich habe ja Kriton wirklich extrem oft gefarmt
Und das soll auch gar nicht als Flex gemeint sein. Es ist einfach eine Tatsache. Auf Borodeng, ich habe ihn jeden Tag 3-mal gemacht. Das Vieh wurde released. Und knapp 3 Wochen später habe ich ihn jeden Tag 3-mal am Tag gefarmt. Monatelang. Bis zum FEC-Release. Ich habe ihn fast 400 Mal getötet auf Borodeng. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich beschwere mich ja gar nicht. Also Herndeswaffen beschwere ich mich gar nicht. Weil ich auf Borodeng nur eine einzige gedroppt habe. Bei fast 400 Kritons habe ich nur eine einzige Waffe gedroppt. Das ist wahnsinnig schlecht. Meine Erwartung war ich so bei jedem 100. vielleicht. Und effektiv habe ich auf Kriton eine Waffe und habe ihn fast 400 Mal getötet. Sehr schlecht also. Das heißt, auf FEC bin ich gar nicht zwingend jetzt davon ausgegangen. Ich meine, man hofft natürlich immer auf Waffen. Aber ich dachte eigentlich, dass ich hier die große Kohle dann vielleicht machen würde mit Brilliant Amethyst. Ich habe Kriton jetzt 23 Mal getötet und habe keinen Brilliant Amethyst. Keinen. Und wenn man mal davon ausgeht, ich meine, es ist eine Milchmädchenrechnung, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber wenn man jetzt mal ungefähr davon ausgeht, wenn ich einen Kriton auf FEC töte, entspricht das circa 3 auf Borodeng. Mathematisch nicht korrekt, mir egal. Gehen wir einfach mal davon aus, oder selbst 2. Das wären 46 bis 69 Kritons auf Borodeng. Mit der dreifachen Droprate auf FEC, wie gesagt. Und ich habe keinen Brilliant Amethyst. Und auf Borodeng, also ich weiß nicht, wie viele ich gedroppt habe. Die waren auf Borodeng auch nie so ultra viel wert tatsächlich. Aber ich würde schätzen, es ist irgendwas in den 20ern oder 30ern. Das heißt, im Schnitt allerspätestens bei jedem 20. auf Borodeng kam Brilliant Amethyst. Spätestens bei jedem 20. Ich hatte auf Borodeng auch Dry Streaks, 9-mal Kriton in a row nichts, also 3 Tage gar nichts, nicht mal ein Set-Teil. Hatte ich auch. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Brilliant Amethyst war immer so der Lichtblick. Du wusstest immer, irgendwann kommt der Brilliant Amethyst wieder. Nicht jedem 20. Vielleicht war es auch irgendwann mal der 40. Aber dann kam halt wieder 2 in a row oder ein Doppeldrop oder so. Hat es dann wieder ausgeglichen. Und auf FEC kommt einfach gar nichts. Auch Orichalcum auf FEC, glaube ich, 2 Stück gedroppt. Shining Orichalcum 2 Stück gedroppt bei Kriton. Also total weird. Also ich dachte, ich wüsste, was ich hier erwarten kann bei Kriton. Und ich meine, klar, du machst ihn halt nur einmal am Tag. Und ich meine, man kann nicht davon ausgehen, dass er immer gleich droppt und so. Auch klar. Aber es ist halt ein bisschen frustrierend, weil du brauchst ja gar nicht zwingend den Hauptgewinn. Natürlich ist der Hauptgewinn hammergeil und der Hauptgewinn würde einem natürlich alles finanzieren. Aber selbst diese kleinen Drops, die dir halt irgendwie Kohle einbringen, vor allem, wie gesagt, Brilliant Amethyst, der auch viel unseltener als ein Shining Orichalcum ist, kein Brilliant Amethyst bisher. Und ich hätte jetzt halt schon eigentlich mit mindestens 2 gerechnet. Und wenn ich diese 2 gedroppt hätte, dann hätte ich jetzt zum Beispiel die S-Projekts wahrscheinlich schon am Start. Hätte wieder ein paar A-Projekt kaufen können oder so. Also dann wäre ich auch schon wieder viel weiter. Und solche Sachen frustrieren dann halt dann irgendwie trotzdem. Trotz des Glücks mit dem Hernesword, wie gesagt. Aber das Leben geht weiter. Man blickt dann in die Zukunft. Und ja, man muss ja irgendwo trotzdem dann einfach mal wieder sagen, was einfach Sache ist. Und ich meine, Tatsache ist, wenn du jeden Tag nur 50 bis 100 Mio machst, kommst du halt nicht weiter. Und das ist halt einfach so. Und das hat auch nichts mit irgendwie zu sagen, man hat immer Pech oder man hat immer die Arschkarte oder so. Es ist einfach so, dann passiert halt auch nichts. Aber naja, wie gesagt. Kann nur besser werden, also zumindest als letzte Woche. Wie gesagt, Bloody Stickers Highlight ist nicht gerade das, was man sehen will. Deswegen mal gucken. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video oder Livestream. Twitch-Link der Videobeschreibung. Immer noch jeden Tag live auf Twitch. Jeden Tag live mit Flive. Check it out. Jetzt mit Master Grind. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.